In der letzten Folge von Deadly Premonition. WTF? Und nun geht es weiter. Servus und herzlich willkommen zum Schizophren-Simulator Deadly Premonition. Und wieder mit meiner Webcam, nicht mit der Canon. Warum? Weil ich's kann. Wir haben jetzt endlich das Krankenhaus heil überstanden. Was ist das da hinten? Das ist lila. Heil überstanden. Was ist jetzt los? Wieso wollen Sie nochmal da rein? Wenn Sie nicht mit uns kommen wollen, fahren wir jetzt los. Ja, fahrt los. Ich mag euch eh nicht. Okay, wir müssen um 18 Uhr uns mit den Zeugen treffen. Was ist denn das da? Sieht lustig aus. Was ist das? Krankenhaus. Ich denke nicht, dass wir hier nützlich hinweisen. Vielleicht probieren wir es nur zum Spaß trotzdem aus. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht nochmal. Ich will es nicht noch einmal durchleben. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was das war. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal in die City. Denn zwischen 9 und 13 Uhr, das wird wenn knapp, oh je, können wir nämlich noch essen gehen. Essen? Alter. It's apparently quite a distance, so check the map. Alles cool, so fahre ich immer. Was ist hier los? Hab ich auf die Uhr geguckt? Ja, gut. Ja, passt. Gut. Wir fahren ganz normal. Das ist mein normaler Fahrstil. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Oh mein Gott. Ich kann mit mir selbst reden. Das ist nicht schlecht. I think Fred Ward was in it. Oh nein, wieder diese Filmgespräche. Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Sinanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's master Chun ran across water, remember? And he loved soap operas. Man, that was a good character. He was played by Joel Grey, the best supporting actor in Cabaret. Of course, in Remo, he had so much makeup on, you couldn't tell. Bitte was? Was laberst du? Alter, was laberst du? Was laberst du? Also seine Selbstgespräche sind schon äußerst beunruhigend für meinen Geschmack. Aber, naja, das braucht. Man sieht auch, ich bin einfach ein exzellenter Fahrer. So fahre ich übrigens auch zu Hause. Ganz normal, standardmäßig. Oder halt zu Hause. Ich fahre jetzt zu Hause im Haus rum. Nee, privat fahre ich auch so. Das ist mein ganz normaler Fahrstil. Da ist Essen. Map? Alter, das ist ja am Arsch der Welt. Nee, eigentlich geht's. Das ist gar nicht so weit. Wir müssen nämlich jetzt links... Entschuldigung, ich bin Cop. Ich darf das. Alles cool, alles cool, alles cool. Niemand hat's gesehen. Alles cool. Da ist Essen. Weil da kann ich doch... Ja, ich wollte hier parken. Das ist alles okay so. Das war der Plan. Zach, is there something here that you want to check out? Well, just do as you please. We can head to the forest later. Okay, wir können auch noch später in den Wald. Denn ich möchte gern hier rein und mal sehen, was hier los ist. Was hier abgeht. Und wir gehen ganz standardmäßig durch den Hintereingang natürlich. Ein Schokoladenkeks stillt den Hunger ein wenig. Schokoladenkeks. Schokoladenkeks. Ach, ist das Polizeirevier? Ah ja, das ist so ein Essenssymbol. Hä, blick ich jetzt nicht ganz.
Speichern? Hä? Warte. Lunch. Ich kann mit Thomas zum Lunch. Hä, was? Ach, der hat mir bestimmt wieder so einen komischen, ekligen, so eine verdorrte Tomate. Jo, Thomas. Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Thomas, so bestimmt wieder so eine verdorrte Tomate. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Hey, ich kann gar nicht zu dem hin. Was kann ich nicht zu dem hin? Verstehe ich nicht. Ach, Kitchen Room. Jo. Hello. Ich kann es zum Mittag kochen, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Ich werde es Ihnen sofort bringen. So. Ein kleines... Fantastic cooking, Thomas. Thank you. Good, wholesome cooking like this in the workplace every day? George, you've got the good life here. I've been cooking here every day since I started. Only natural that I'd improve. How about your cooking, Emily? Oh mein Gott. Her cooking is pretty good, but it isn't for two-legged animals. Und alle warten auf den Lacher. Oh, did you hear that, Zach? Not for two-legged animals. I'll have to remember that one. Naja, so witzig war der auch nicht. Okay. Finish up. We need to meet the twins over at the forest park. Was ist jetzt Right. los? Agent Morgan, that's enough for today. Stop your giggling and let's get back on track. Yes, of course. Alter, jetzt sieht die aus, als hätte er einen Anfall. Gott, das sah jetzt nicht natürlich aus. Das sah jetzt echt aus, als hätte er gerade einen Anfall bekommen. Gott, der sollte echt mal zum Arzt gehen, so wie wenn es so weitergeht. Da würde ich mal sagen, das Lunch war... Ich will nicht sagen gut, es war merkwürdig. Das Lunch vor allem. Das Lunch war merkwürdig. Muss ich mir merken, das Lunch war merkwürdig. Entschuldigung, musste gehen. Ach, wir haben schon wieder. Auf meine Uhr haben wir jetzt 5. Wollte ich nur so sagen. So. Jetzt haben wir geluncht. Wo können wir denn noch hin? Da kann man nochmal lunchen, sehe ich gerade. Wo ist überhaupt mein Auto? Hey, Mann, wo ist mein Auto? Ohne Spaß, in dem Spiel tut man, glaube ich, mehr Zeit damit verschwendet, sein Auto... Alter, ich nehme aber das Auto. Oder vielleicht nehme ich das Auto auch nicht. Wo ist mein Auto, Mann? Kann nicht sein, Mann. Ich hab mein Auto geklaut. Das ist Blaues. Kann ich was aufnehmen? Servieren, oder? Kann ich, da kann ich hochklettern? Da rein schmulen. Ist die Frauenduschkabine? Wer weiß. Nee, das ist nur die Asservatenkammer. Bringt mir gar nichts. Da war ich hier schon drin. Wieso schmule ich da rein? Total unsinnig. Eine grüne Tomate. Alter, stillt den Hunger ein wenig. Ess mal eine grüne Tomate. Da wird dir ganz anders bei. Runterklettern. Ach, da krieg ich einfach einen Observierungsbonus. Nicht schlecht. Da ist eine Marke. Ich habe sie genau gesehen. Ich wüsste jetzt trotzdem gerne, wo mein Auto ist. Oder irgendein Auto. Da. Da habe ich Fahrlehrer. Natürlich, mit dem großen Jeep. Wir sind ja nicht bei Hund zum Kunst. Fahren wir mal ganz Zach, kurz. we need to get to Greenvale Forest Park. Boah, ist ja okay, da fahren It's wir halt. apparently quite a distance, so Wenn es check dir them so out. wichtig ist. Das war vorher schon kaputt. Wir müssen vor, links, rechts, okay. Wenn es dir so wichtig ist, in den Park zu gehen, dann fahren wir halt in den Park. Weißt du nicht, warum du unbedingt jetzt schon dahin willst? Wir müssen erst zwischen 10 und 18 Uhr, wir haben jetzt 13 Uhr. Und du musst unbedingt dahin, oder was?
Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Fahren wir jetzt links oder rechts? Also ich würde eher sagen, fahren links. Alles cool, alles cool. Ich fahre immer so. Und jetzt fahren wir die Schiene entlang. Genau, so wollte ich fahren. Oh nein, ich habe dieses Gespräch Joel schon. Gray's daughter is, of course. That's right, Jennifer Grey. You knew that, right, Zach? Jennifer Ja, Grey. auf jeden Fall. She's in one of my most favorite movies, Ferris Bueller's Day Off, 1986, directed by John Hughes. Huh, that one was so 80s. Zach, you're not the most cheerful guy I know, but you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink. Breakfast Club's St. cool. Elmo's Fire and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates. Not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Genau. You remember, Zach? Ja, nee. When that movie ended, Alter, halt doch the die last Fresse. words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from Missile Command. Ja, ist okay. That stuck in my head for a while. The Schön. memories. Schön. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Ja. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Then maybe we can catch up on a few. Ja, bitte. Give some thought about what movie you want to see next, Zach. Ja. Übrigens, Breakfast Club ist tatsächlich sogar einer meiner Lieblingsfilme. Hätte ich schon vorher gesagt, aber leider hat mich York nicht ausschwätzen lassen. Der Vollmongo. Seinen Selbstgesprächen. Captain Schizophren da. Alter, wo ist denn der Park, Mann? Also bitte. Muss ich erstmal 500 Kilometer fahren, damit du in den Park kommst, oder was? Da haben sich Leute was ausgedacht. Da noch so ein Behinderten... Alter! Was war das? Alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool. Nün passiert, nün passiert. Ey, da gehen echt welche in den Park. Wenn der da gerade mir entgegenkommt, war er bestimmt gerade im Park. Alter! Das ist nicht die normale Physik eines Autos. Nee, nee, du. Ah, guck mal. Der Polarstern. Aber bin ich bald im Park? Ist ja arg grenzwertig. Hier muss ich echt mal behaupten. Das ist nicht alles geschlossen. Yo. Yo. Forest Park von Greenway. What are you playing at? You tell us to come here, and you keep us waiting. Is this the way the FBI treats their own people? Hello, George. I just had some things I had to do. You really are pushing it, you know that? I'm sorry if I upset you, but it was important stuff. To me, at least. That isn't the issue here. We are in the middle of a homicide investigation. He's not listening, George. I think we both know by now how little he thinks of other people's feelings. I'll Hallo? be more careful from now on. I promise. Alter, ich hab sicher nicht lange warten müssen. Ihr wart gerade mit mir noch mit Thomas am Essen. Also. Macht mal halblang, würde ich mal behaupten. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Oh nein, das It's what everyone calls me. And you are Jim Green? Jimmy. That I am, son. I keep these woods. Jim Green, Forster. Forster the people. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body. Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Isaiah. Wir nannten sein Kind Isaiah. Okay. Ich frag nicht mehr. Zach, you see that? Twins. Oh, jetzt Just like in my dream. dreht er gleich durch. We gotta keep an eye on these two. I'm sorry. Could we talk away from the boys?
I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, please. I'll just take them over there then. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. Oh, These yeah. children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They have no idea what really happened to Anna. Nein. That doesn't matter. Don't the kids. You agree with me, right, Zach? How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? Ja, I never joke about matters like this. da freut er sich wie ein Schneekönig. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Guck ich mir die Zwillinge an. Oh, guck mal da. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrels, weasels, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. Auf She jeden Fall. smiled when she saw us. She looked so happy. That's right, Isaac. Isaiah. She was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Genau. Most Zu den useful Kindern noch information, irgendwelche boy. verstörende Gedanken in Well, das Emily, you Kopf can take them pflanzen. now. Gott, Jörg, du bist echt kein normaler Mensch. Du bist krass einer an der Murmel. Oh nein. Okay, Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub, our unknown subject, was here too. So, what happened here? Oh nein, jetzt zünden sie wieder eine Zigarette an. Dann passieren wieder irgendwelche schlimmen Sachen. Profiling starten. Stimmt, das gab's ja auch nochmal. Hochinteressant. Genau, ja. Das ist auch meine Meinung, ja. Oh no. Oh no. Okay. Das war gar nicht verstörend. Zach, something is still missing. We need more clues. Da bin ich deiner Meinung. Denn das war jetzt wirklich nicht hilfreich. Ja. Aber, nee, noch ist es nicht. Ja, ist die Chaoswelt entstanden. Aber wir sind eigentlich schon wieder fast über der Zeit. Ich suche noch schnell irgendwo einen Telefonzettel, oder? Das ist ein Telefon. Das... Kann ich hier drauf schießen? Nee, kann ich nicht. Das sind Bienen, oder? Na, egal. Auf jeden Fall, kann ich hier speichern? Ich kann hier schlafen. Erstmal in die Schuppen reinpacken und schlafen. Ein normaler Schlaf müsste reichen. Kann man das speichern beim Schlafen? Kann man nicht. Okay. Dann muss ich wohl doch noch weiterspielen. Bis ich endlich... Da ist ein Knochen. Da ist irgendwo ein Knochen. Ich sehe es genau, da ist ein Knochen. Aber ich komme nicht ran. Wir können uns den Baum mal genauer anschauen. Bild einer Weste mit Löchern. Das ist eins der Profildaten, okay? Dann würde ich sagen, Profiling starten. Wird vielleicht auch wieder ein längerer Part. Weiß ich nicht. Weil ich spiele jetzt, bis ich einen Speicherpunkt gefunden habe.
Ah, Musik kommt ja jetzt nur das gleiche, oder? Das Bild mit den... Das bringt mir brutal viel. Nee, das bringt mir nichts. Das ist alles noch zu löchrig. Aber da haben wir ja auch noch was. Kann man nicht observieren. Da haben wir einen Hinweis. Umgeknickte Gräser. Knallhart haben wir das gefunden. Ja, aber eigentlich, nee, wollen wir eigentlich nicht machen. Das ist ja blödsinnig. Wir machen das... Wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Wir machen das erst, wenn wir alles gefunden haben. Wenn wir alle 4 Sachen gefunden haben. Da gibt es nämlich für mich irgendwie mehr Sinn. Was hat denn George zu sagen? As you requested, we have permission to stay and look around as needed. But what are you planning on doing? To examine the scene, of course. Basic Crime Investigation 101. We might uncover some further evidence. My men have covered this already. I seriously doubt that there is anything else to find. Well, then you and Emily can wait in the car if that's the case. But I'll take my time here. Wenn also deine Männer schon hier waren und nicht mehr das Bild gefunden haben, also dann weiß ich aber auch nicht. Zweifelhaft, ob die Männer so gut sind. Da komme ich nicht durch. Das ist schlecht. Suboptimal, würde ich fast sagen. Suboptimal. Da ist nimmt. Kaputt schlagen kann ich das auch nicht, ja. Ich kann auch keine Waffe ziehen oder was. Das wäre arg doof. Warte, ein Einsatzmesser vielleicht. Ah doch, geht. Aber dann gehe ich aber erst da hinten hin. Boah, die Maschine. Die Maschine reißt es einfach nieder. Dose mit eingemacht. Naja, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich erhofft habe zu finden. Ja, du kannst aufhören. Okay, bin ich mit der Knarre irgendwie besser dran. Da liegt ja noch was. Das ist nur eine Dose mit eingemachten. Habe ich da schon zu viel? Auf jeden Fall war das Vogelhäuschen da noch. Pam. Ha. Ha. Stück eines hochhackigen Schuhs. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fehlt nur noch eine Sache. In den Fall... Hey, warum ist nicht Profiling starten? Finde ich jetzt irgendwie blödsinnig. Uns fehlt nur noch eine Sache. Die finden wir sicher. Irgendwo hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Boah, die Maschine, Mann. Klick, klick, boom, Mann, sag ich dann nur. Ha! Wusste ich doch, da ist noch irgendwas. Nehme ich noch ein Vogelnest. Daneben. Bam. Alles landet noch hier oben. Jetzt können wir Profiling spannen. Holzspan mit rostigen Metallstaub. Jetzt können wir das nämlich starten. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommen wir der Sache nämlich näher. Haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. Sicko.
meltdown. And disgusting. Also, Kippe. Ob das wirklich Tabakzigaretten sind? George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Gebetet. Also, Profiling starten. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich möchte sehen, was du auf dem Kasten hast. Now I get it. Echt? He was kneeling to pray in front of her. Hab ich gesagt. Just like the twins said. She was a goddess. The unknown subject, offered prayers to Anna's body. That's bitten out the tongue, massive body wound. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So, who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Das Sägewerk, okay. It's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Wir fangen langsam
Wir fangen langsam an, den Fall zu lösen. Und haben auch das endlich geschafft. Nur das kann ich jetzt auch speichern. Abgeschlossen und speichern. Jetzt mal Geld, ja. Ich bin so rich. Bin so rich. Ja, speichern. The lumber mill is pretty far from here. If that's... Oops. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Mit diesen Worten beenden wir den heutigen Part und hoffen, also wir alle hier, ich und mein imaginärer Freund hoffen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Deadly Premonition. Willkommen im Wahnsinn. In diesem Sinne, haut raus, ciao. Willkommen in der Endcard. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne unten auf das letzte Video klicken oder gleich rechts auf den Pokéball, um kein Video mehr zu verpassen, denn dort ist der Abo-Button. Und wenn ihr meine kleine Channel-Empfehlung sehen wollt, könnt ihr gerne rechts unten klicken, denn dort ist meine Channel-Empfehlung. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. In diesem Sinne, haut raus, ciao.